Die Amerikaner haben gewählt und der neu gewählte amerikanische Präsident hat auch Meinungen zu wissenschaftlichen Themen. Unter anderem, Impfungen verursachen Autismus, Kohle kann ganz sauber sein und die globale Erwärmung ist natürlich eine Erfindung der Chinesen. Ja, die Amerikaner haben gewählt. Und der neue gewählte amerikanische Präsident hat sich unter anderem auch zu dem Phänomen der globalen Erwärmung schon geäußert. Und zwar bereits vor einigen Jahren, nämlich präzise am 6.11.2012, sprach der Präsident, dessen Name nicht mehr genannt werden muss, weil sein Name längst in aller Munde ist: Das Konzept der globalen Erwärmung wurde von den Chinesen erschaffen, um die Produktion in den Vereinigten Staaten nicht mehr konkurrenzfähig zu machen. Diese Meinung hat er seitdem immer wieder wiederholt und er geht auch nicht davon ab. Es gibt also gar keine globale Erwärmung. Das ist alles nur eine Erfindung von den Chinesen. Das ist nicht ganz einfach zu erklären, denn die Daten, also um nicht zu sagen die Fakten, also die gemessenen Daten, die Messwerte, die in den Messinstrumenten überall auf der Welt von sehr, sehr vielen völlig unterschiedlichen Klimaforschungsinstitutionen gemessen werden, die sagen aber nun mal alle, dass die Temperatur gestiegen ist. Und zwar im 2015 sogar, also seitdem ist man über 1 Grad über dem langjährigen Mittel. Es ist also deutlich wärmer geworden und man muss ja auch sagen, lieber neu gewählter amerikanischer Präsident, es gibt ja auch in den Vereinigten Staaten Hinweise darauf, dass es schon sehr viel wärmer geworden ist. Einer der stärksten Hinweise, die es überhaupt gibt, ist ja, dass wenn es wärmer wird, dann fängt ja Wasser an, wenn es vorher gefroren war, als Eis, dann fängt ja das Eis an aufzutauen. Und es gibt einen amerikanischen Bundesstaat, der ist auf der Karte oben links, Alaska, die schlagen sich richtig damit rum, dass der Permafrost auftaut. Und nicht nur in Alaska, sondern in vielen anderen Teilen Nordamerikas, also in Kanada, das ist nicht Bundesland, Gottes Willen, das ist der Staat oberhalb der USA, auch dort gibt es Permafrostböden, die auftauen. Und das machen sie nur, wenn es wärmer wird. Also ich weiß nicht, ob das wirklich überzeugend ist, dass ausgerechnet die Chinesen das erschaffen haben sollen, denn der Klimawandel ist schon viel, viel länger ein westliches Thema. Der Klimawandel ist ein Thema seit 40, 50 Jahren und im Grunde genommen, wenn man mal zurückschaut in der Wissenschaftsgeschichte, schon seit über 200 Jahren wissen wir schon, dass es Gase gibt in der Atmosphäre, die dafür sorgen, dass der Planet Erde überhaupt lebensfähig wird. Denn ohne den natürlichen Treibhauseffekt wäre unsere Erde eiskalt. Das heißt, wir wissen längst, dass tatsächlich Moleküle wie Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre genau das tun, was sie tun sollen, was sie hoffentlich auch noch weiterhin tun, nämlich die Wärmestrahlung zu absorbieren und teilweise zu speichern. Und dieser natürliche Treibhauseffekt wird eben verstärkt, wenn man mehr und mehr und mehr und mehr von diesen Treibhausgasen entlässt. Und das tun wir seit über 200 Jahren. Wir können heute sogar genau sagen, dass die Menge an Kohlendioxid, die jetzt zusätzlich in die Atmosphäre gekommen ist, dass die genau aus den Vorräten stammt, die wir aus der Erde rausgeholt haben. Ja, wir wissen es. Wir wissen es. Die Chinesen wissen es inzwischen auch. Die Chinesen sind übrigens längst zu den ganz großen Produzenten von erneuerbaren Energien geworden. Vielleicht könnten sich die USA in Zukunft daran mal ein Beispiel nehmen. Im zweiten Fernsehduell mit Hillary Clinton hat er Folgendes behauptet, der neu gewählte amerikanische Präsident: Es gibt so etwas wie Clean Coal und es wird für 1000 Jahre in diesem Land reichen. There is a thing called clean coal. Coal will last for 1000 years in this country. Kurz gesagt, er behauptet, dass Kohle, wenn sie verbrannt wird, also dieser fossile Brennstoff Kohle, sei es Braun- oder Steinkohle, dass man diesen Stoff so verbrennen kann, dass sich kein Treibhausgas mehr dabei entwickelt und in die Atmosphäre entweicht, sondern dass das alles ganz sauber bleibt. Eine Technologie, die sozusagen ganz saubere Emissionen produziert. Ganz saubere. Was man darunter versteht, es gibt tatsächlich solche Versuche, sowas wie Clean Coal hinzukriegen. Aber das Tolle ist ja, er behauptet, es wird für 1000 Jahre in diesem Land reichen. Ist ja schon mal interessant. Das ist nur, gut, Make America Great Again. Das heißt, da geht es natürlich nur um Amerika, das ist ja klar. Aber es stimmt auch nicht. Also die Weltreserven für Braunkohle reichen noch 300 Jahre und die für Steinkohle 100 Jahre. Also von 1000 Jahren kann gar nicht die Rede sein. Aber lassen wir das mal. Überlegen wir uns mal, was könnte denn saubere Kohle sein? Also, dass Kohle dreckig ist, das kann man ja merken. Also für alle, die schon mal Stein- oder Braunkohle in der Hand gehalten haben, die wissen natürlich, das ist schon ein dreckiges Zeug. Was unter anderem daran liegt, dass es einfach auch Dreck gewesen ist. Es ist ja
vor 250 oder 300 Millionen Jahren in der Erde entstanden, dadurch, dass eben jede Menge Kohlenstoff sich da abgelagert hat, unter hohem Druck zusammengepresst worden ist. Und so ist das und in der Tat ist es ja heute so, dass wir heute in einem Jahr so viel Kohlenstoff freisetzen, wie die Erde früher in 1 Million Jahre im Boden versenkt hat. Muss ich das mal überlegen, mit welcher Beschleunigung wir da arbeiten. Wir holen also die Vergangenheit aus dem Boden raus und setzen sie in die Atmosphäre frei. Und das möchte der neu gewählte amerikanische Präsident durch Clean Coal vermeiden oder behauptet, es gäbe diese Technologie, nur es gibt sie nicht. Da gibt es ein Verfahren, das nennt man Carbon Capture Storage. Das heißt also, das Kohlendioxid soll irgendwo im Erdboden versenkt werden und dort auch gehalten werden. Nun neigt aber, wie wir alle wissen aus eigener Erfahrung, Kohlendioxid dazu, an die Oberfläche zu drängen. Das kann man übrigens zu Hause selber mal ausprobieren. Man nehme mal ein Glas Mineralwasser, das mit natürlicher Kohlensäure versetzt ist. Ja, man hört so förmlich, wie es da reinkommt, und dann nimmt man das und gießt es mal so richtig in einen rein. Und dann kann man nach relativ kurzer Zeit spüren, ups, da will was raus aus mir. Und das ist dann genau die Kohlensäure. Und die will halt auch immer raus. Das heißt, das Verfahren ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Es wird sehr, 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 sehr schwierig werden. Mit anderen Worten, wir haben nicht mal eine einzige technische Anlage, die bis heute nachgewiesen hat, dass das funktioniert. Am 2. April 2012 hat Fox News den neu gewählten amerikanischen Präsidenten, der damals noch nicht der neu gewählte amerikanische Präsident war, zum Thema Autismus interviewt. Und er sagt, Zitat, ich bin mit dem Thema gut vertraut. Ich habe eine Theorie und auch andere Menschen glauben daran und das sind die Impfungen. And I've gotten to be pretty familiar with the subject and I have a theory and it's a theory that some people believe in and that's the vaccinations. Mit anderen Worten, wir würden einen epidemieartigen Anstieg der Autismusrate sehen und das käme eben von den Impfungen. Die Impfungen wären daran schuld. Einige Jahre später hat er in einem Fernsehduell auf CNN dieser Frage zuerst versucht auszuweichen, hat aber dann doch gesagt, wenn wir die Impfpraxis der Mehrfachimpfung ändern, dann werden wir einen starken Rückgang der Autismusrate sehen. I think you're going to see a big impact on autism. Und er bezieht sich ganz offensichtlich auf eine Untersuchung, die 1998 veröffentlicht worden ist, immerhin von 14 Autoren. Der Anführer dieser Autorenschaft war Andrew Wakefield. Und dieser Artikel wurde in dem britischen Fachmagazin The Lancet, einem der wichtigsten Medizinjournale der Welt, veröffentlicht und hat natürlich sofort für Furore gesorgt. Das hat sich allerdings als Fälschung herausgestellt. Als Fälschung. Die Daten waren gefälscht. 10 von den 13 Autoren haben sich von der Autorenschaft wieder zurückgezogen. 2010 wurde der Artikel hat die Zeitschrift The Lancet diesen Artikel zurückgezogen. Der Arzt hat inzwischen seine Approbation verloren. Und es ging in dem Artikel eigentlich darum, ob Mehrfachimpfungen Autismus verursachen. Und in dem Artikel wurde behauptet, es sei so. Und zwar ziemlich eindeutig. Dann stellt sich aber raus, dass der Erstautor, Andrew Wakefield, Patente auf Einzelimpfstoffe hat. Für ihn waren also Mehrfachimpfungen praktisch eine ökonomische Bedrohung. Und dagegen musste was unternommen werden. Also inzwischen ist diese Geschichte längst aus der Welt, aus der wissenschaftlichen Welt, muss man sagen. Denn der neu gewählte amerikanische Präsident bezieht sich ja ganz offensichtlich auf diese gefälschte, in der wissenschaftlichen Welt längst als Fälschung identifizierte Studie. Und sie war falsch. Ja, die Amerikaner haben gewählt. Der neu gewählte amerikanische Präsident hat Meinung zu wissenschaftlichen Themen. Und die 3, die ich vorgestellt habe, zeigen, dass er zwar Meinung hat, aber keine Ahnung. Und das ist ja jetzt inzwischen üblich geworden, in postfaktischen Zeiten einfach mal was zu behaupten, weil auch die Medien, in denen diese Meinungen dann dargestellt werden, gerne auf kurz und knackig gehen. Also so richtig pointiert und dann zugespitzt und das dann zu formulieren und dann ist der Satz draußen. Und da wir in einer Welt leben, die durch Naturgesetze so geregelt ist, dass wir nichts wieder wirklich zurücknehmen können, also kein Satz verschwindet wieder in unserem Mund, sondern bald es dann einfach weitergeht, dann werden solche Meinungen irgendwann tatsächlich auch noch zu Wahrheiten gemacht. Und auf diese Art und Weise wird die Welt angefüllt mit unglaublich viel Unsinn. Und ich hoffe, dass die Aufklärung nicht stirbt, auch wenn man inzwischen leichte Zweifel haben könnte.